Hallo liebe Hausbauhelden, die heutige Home-Tour führt uns in ein beschauliches Dörfchen in Niederbayern. Hier besuchen wir Kevin, der hat sich zusammen mit Ytong Bausatzhaus hier seinen ganz individuellen Traum vom Eigenheim mit viel Eigenleistung erfüllt. Wie das für ihn lief und wie er sich in seinem Zuhause eingelebt hat, das schauen wir uns heute an. Ja, Kevin, vielen Dank, dass du uns heute dein ganz individuelles Traumhaus zeigst. Ich würde ein paar Grunddaten kurz vorwegnehmen. Also wir stehen hier vor deinem Haus, es ist Stadtvilla, ein quadratischer Grundriss, 10 auf 10 Meter auf einem Grundstück, das tatsächlich fast 1200 Quadratmeter groß ist. Und deine Wohnfläche ist ca. 170 Quadratmeter auf 2 Stockwerken verteilt. Wir haben ein Zeltdach mit 20 Grad Neigung und eine sehr große, 64 Quadratmeter große Doppelgarage noch vorne dran. Du hast es selber geplant, richtig? Genau, komplett alles selber geplant und dann wurde das alles realisiert. Also ich habe dann schon die ganzen Musterhäuser mir ein bisschen angeschaut in der Umgebung und so und mir dann so ein bisschen, dass man halt ein Gefühl bekommt, wie groß die Räume sein müssen, und dann habe ich es mir halt auf eine Zeichnung gemalt, was ich mir halt Größe bauen kann, und dann die Räume eingezeichnet, und so bin ich dann zu einen Planer gegangen und der hat das dann alles realisiert. Was hat dich dann letztendlich für den Baupartner überzeugt, den du dann letztendlich gewählt hast? Ja, hauptsächlich, weil ich wollte viel Eigenleistung machen und viel selber mitmachen, dass man halt sieht, am Ende des Tages, das hat man halt selber gemacht. Und dann natürlich nicht der Preis. Das kann man nicht einiges sparen mit Eigenleistung. Die Verputzarbeiten habe ich nicht selber gemacht, weil es soll ja am Schluss ordentlich ausschauen. Und die E-Stricharbeiten, die Böden dann alles sauber plan auflegen. Und der Rest wurde so ziemlich mit Freunden oder mit Familie selber gemacht. Wie lange hast du gebraucht für den Rohbau? Genau, der Rohbau, der ist so in 2 Monaten war der fertig. Und dann haben wir halt angefangen mit den ganzen Kabelinstallationen für die Verputzer und so weiter. Dann für die Heizung, Vorbereitung und alles. Das ist dann nach und nach passiert. Und dann war eine kurze Baupause von einem halben Jahr, weil ich arbeitstechnisch nicht weitermachen konnte. Und dann ist dann im Frühjahr dann wieder weitergegangen. Und dann hat es noch mal ein Jahr gedauert? Ja, nicht ganz, so ein gutes halbes Jahr dann noch mal, bis die Böden, bis in den Streichen, die ganzen Lampen. Weil ich wollte es halt ziemlich schon fertig haben, nicht, dass man in so halbfertige Räume einzieht. Super. Dann würde ich sagen, wir gucken es uns jetzt echt mal von innen einfach an. Genau. Ja, Kevin, wir stehen hier in eurem sehr schönen, großen, geräumigen Flur, was mir sehr positiv auffällt, sehr luftig. Und was mir auch sofort auffällt, ist der schöne, dunkle Boden. Ist das ein Holzboden oder was ist das? Nee, das ist ein Vinylboden und der ist halt mit sehr starker Holzoptik und auch mit Holzfugen und all die ganzen, was man da, das schaut dann sehr echt aus. Was mir natürlich mit Blick nach oben dann direkt auffällt, die wunderschöne Beleuchtung mit der abgehängten Decke. Ja, der Grundgedanke war halt hauptsächlich, dass man nicht immer das Licht anmachen muss, weil der wird ja mit Bewegungsmelder gesteuert. Der ist ein bisschen sensibler, damit, wenn der Hund vorbeiläuft, dass nicht gleich immer das Licht angeht. Ihr habt direkt anschließend auch ein großes Gästebad. Genau. Oh ja, das ist wirklich deutlich größer, als man sonst ein Gästebad erwarten würde, möchte ich sagen. Wie kam es denn dazu? Ja, ich wollte halt eine zweite Dusche noch haben, dass wenn halt Besuch da ist oder später dann Kinder oder was, dass man dann noch eine zweite Dusche hat. Ihr habt euch hier für einen schwarzen Boden entschieden? Genau, das sind Feinsteinzeugfliesen in einem schönen Format. In der Dusche haben wir eine spannende Wand, auch schwarzer Stein.
Genau, das sind sogar Echtschiefer, ist das. Und dann habe ich hier noch so eine Ablage für die ganzen Duschshampoos und das alles, damit das da sauber verstaut ist, mit einer Beleuchtung, dass man das dann sieht. Und im Hintergrund haben wir dann auch wieder das Genau, die Schieferwand. Echtschieferwand und außenrum wieder die gleichen Bodenfliesen hergenommen, damit das ein bisschen dazu passt. Ich sehe gerade an der Wand, wir haben ja auch eine Regelung, das heißt, hier ist auch Fußbodenheizung drin. Ja, genau, hier ist eine Fußbodenheizung, die ist auch in der Dusche mit verbaut, dass man dann immer schöne warme Füße hat beim Duschen. Wellness. Genau. Und die Fußbodenheizung habt ihr tatsächlich überall im Haus? Die ist überall komplett im ganzen Haus. Und die ist gesteuert vom HWR aus? Genau. Den gucken wir uns jetzt gerne als nächstes an. Dann gehen wir da jetzt hin. Was mir sofort aufgefallen ist, dass hier gar keine Schuhe rumstehen. Sieht sehr aufgeräumt aus und wir haben auch fast keine Jacken. Wo habt ihr die denn versteckt? Das stimmt, die sind alle im Technikraum, weil ich oft den Technikraum-Eingang hernehme und nicht die Haustür. Von der Garage aus? Genau, genau. Oh, okay, ja, dann sind wir ja genau auf dem richtigen Weg. So, hier haben wir nicht nur Schuhe, genau, sondern hier wird auch geheizt. Hier haben wir eine Luftwärmepumpe und die heizt das ganze Haus, das Warmwasser und das Ganze, das regelt alles von alleine. Die ist einmal eingestellt worden und das gibt es keine Probleme damit. Was habt ihr hier noch drin in eurem HWR, in eurem Technik? Und hier haben wir noch eine Entkalkungsanlage, damit man nicht so viel Kalk im Wasser hat, dass nicht die ganzen Wasserhähne gleich voller Kalk sind. Habt ihr hier im Bereich eher kalkhaltiges Wasser? Sehr stark. Okay. Genau. Dann haben wir hier noch die Waschmaschine, einen Trockner. Und was ist da hinten in diesem Schrank? In dem Schrank befindet sich der unsichtbare Wäscheschacht. Der geht von oben vom Bad direkt runter. Dann kann man nur den Schrank öffnen, Wäsche rein und fertig. Okay, das ist euer komplett offener Wohn-Ess-Kochbereich. Hier sind keine Wände dazwischen, außer ein Raumteil. Über den Kamin, über den sprechen wir gleich. Ich würde gerne mit der Küche anfangen. Die habe ich so fertig im Möbelhaus gesehen. Dann hat es mir sofort gefallen. Dann habe ich die gesagt, die nehme ich so, wie es ist. Und dann haben wir halt, die habe ich frühzeitig noch gekauft, dass wir die Pläne noch ein bisschen anpassen mussten, dass die hier ein bisschen breiter wird, damit dann nicht hier noch ein Gang und alles da ist. Und genau. Also das heißt, die Küche gab es zuerst und dann gab es das Haus. Genau. Das Haus hat sich an die Küche angepasst. Hat sich ein bisschen angepasst an die Küche. Was ist denn das hier für ein Material? Ja, das sind jetzt Echtholzfurnier haben wir da. Ja. Und genau, hier haben wir eine Steinplatte, die wohl sehr unempfindlich ist, auch leicht zum Abwischen. Ihr habt euch jetzt bewusst gegen einen Küchenblock entschieden, weil das ist ja relativ modern. Vom Platz her wäre es auch gegangen. Das wäre kein Problem gewesen. Die Anschlüsse sind auch so vorbereitet vom Boden, aber mir hat das wirklich so gefallen und dann habe ich gesagt, das nehmen wir so. Ich habe hier noch was Spannendes hinter dir gesehen. Das ist eigentlich so ein Dekoartikel. Ja. Und da kann man innen so Messerblock oder so kleine Gewürze und so Schälchen kann man dann da innen alles. Hier haben wir dann so einen Messerblock. Da kann man die Messer verstauen. Und die kann man Die kann man dann verschieben. Da gibt es auch unendliche Möglichkeiten genau dafür, dass man da was sich konfigurieren kann und verschieben und hinstellen, wo man es will. Ja. Was mir hier natürlich jetzt auch auffällt, ist, wir haben außer der Kaffeemaschine haben wir gar keine Küchengeräte und es steht auch sonst relativ wenig rum. Das stimmt, weil das alles in der Speise versteckt ist. Das wollte ich gerade sagen. Eine der wichtigsten Sachen, die zu einer Küche gehören sollten, wenn man sich ein Haus plant, ist eine Speisekammer. Das sehe ich auch so. Und da stehen die ganzen, also nicht nur, dass ihr da eure Vorräte reinpackt. Genau, das wird alles verstaut, versteckt, sieht keiner und dann ist es aufgeräumt. Ja, war dir vermutlich wichtig, alles offen zu halten, oder? Hier unten? Das wollte ich schon, alles offen, dass man ein bisschen auch mitreden kann und beim Kochen, dann kann man merke ich gleich, wenn was falsch ist. Genau. Probieren, genau, das wollte ich gerne offen haben. Und der Raumteiler ist aber jetzt über einen Kamin noch gelöst. Hat der Kamin auch irgendeine Heizfunktion? Habt ihr den häufig an? Oder? Ja, den haben wir jetzt schon gelegentlich an, jetzt aber nicht so oft. Das ist halt ein bisschen mit dem Reinigen sehr intensiv. Dann immer die Scheiben aufmachen. Da kann man dann oben und unten, gibt es dann so Haken.
Genau, dann könnte man den aufmachen und reinigen, aber das ist halt also schon die Scheiben und alles rausfegen. Genau. Und das ist aufwendig. Das ist schon ein bisschen, ja, dann lässt man den oftmals aus. Also was auf jeden Fall auffällt ist, neben viel hell und viel modern haben wir auch viel Holz, und zwar verschiedene Holzoptiken. Wir haben nochmal Holz als Hintergrund vom Fernseher. Ja, die Holzwand, die habe ich auch selber gebaut, damit die ganzen Kabeln verschwinden vom Fernsehen, dass man die nicht sieht. Okay. Genau, und dann habe ich mir da was überlegt und eine Konstruktion gebaut dafür. Wie lange braucht man, um sowas zu bauen? Ja, die hat jetzt ungefähr 2 Tage gedauert. Okay, und da hast du die hier eingemaßt in dieses Haus? Nee, die habe ich schon damals in meiner Wohnung unten gehabt. Und dann habe ich gesagt, die passt jetzt hier rein, die nehmen wir mit. Erzähl uns ein bisschen, wie das abgelaufen ist, auch mit diesem Baupartner und mit diesem Baustoff, den du verwendet hast. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also anfangen tut man mit der Bodenplatte, dann also erst die Backarbeiten, dann die Bodenplatte. Da muss man sich eigentlich ziemlich noch viel selber drum kümmern. Man bekommt Unterstützung, aber der Hausbausatz, der fängt ja dann erst ab der Bodenplatte an. Aber unten wird Unterstützung bekommt man. Genau, und dann kommen die ganzen Lieferungen an. Also die Steine kommen halt dann alle auf eine Palette. Die sind aber alle die gleichen Längen. Dann fängt man das Mauern an. Also für die erste Reihe kommt jemand und hilft dir. Und dann klebt man die Steine aufeinander. Und die muss man sich selber zurechtschneiden. Aber das ganze Werkzeug bekommt man alles gestellt. Also du musst dich nicht selber kümmern, noch zum Baumarkt gehen und sagen, ich brauche jetzt die Säge und den Hammer und weiß ich nicht. Du bekommst alles von denen, eine ganze Palette an Werkzeug. Mit den Sägen und Kellen und alles, was man dazu braucht, der Kleber zu den Steinen, kommt alles immer termingerecht auf Baustelle dann. Wie technisch affin muss man denn sein, um auch, ich meine, du kriegst ja dann einen Plan dazu, um den überhaupt lesen zu können? Ja, der Plan zum Lesen ist jetzt nicht so schwer, man muss sich zutrauen. Wenn man sich zutraut und da ein bisschen handwerklich sich denkt, man schafft das, dann schafft man das auch. Und man weiß ja immer, man spart doch einiges an Geld. Wenn wir hier mal kurz über Kosten sprechen, ihr habt wie viel für dieses Haus bezahlt? Also insgesamt 240.000 sind hier jetzt Materialkosten. Und die Eigenleistung wird berechnet. Wie hoch ist das ungefähr ausgefallen, was du da gespart hast? Also so ungefähr 75.000 war jetzt hier Eigenleistung. Und man muss dazu sagen, das sind Preise von 2017. Genau. Ja, also das würde heute noch mal viel höher. Das würde heute viel höher ausfallen, weil da die Löhne gestiegen sind und Personalmangel. Thema Eigenleistung, das ist ja auch ein wichtiges Thema, weil man das ja wiederum auch bei der Bank als Eigenkapital anrechnen kann, wenn man so ein Haus baut. Wie wird denn das berechnet? Also woher weiß ich denn in Kosten, in preislicher Höhe, wie viel ich da reingesteckt habe? Genau, ich habe vom Baupartner extra da eine Liste bekommen mit seinen Richtwerten oder was er so vermutet oder was man halt auch sieht auf dem Markt. Und mit der Liste geht man dann zu der Bank und die akzeptieren das als Eigenleistung. Da hat es keine Probleme damit gegeben. Wie viele Menschen haben dir hierbei geholfen? Genau, ich hatte immer so 2, 3 Helfer. Zu viel ist jetzt auch nicht zu gut für sowas, weil dann kommt nur Schmarrn raus. Und mein Vater war halt ganz viel dabei und dann 1, 2 Kumpels waren halt immer am Wochenende was dabei. Aber hauptsächlich mit meinem Vater alleine, weil zu viel Helfer, da macht man nichts Gutes dabei. Worauf muss man denn achten, wenn man private Bauhelfer und Bauhelferinnen hat? Ja, man muss halt die versichern, die ganzen Bauhelfer. Aber da bekommt man von der BG Bau auch dann einen Antrag und die kommen dann selber auf dich zu und da muss man halt angeben, wie viele Stunden wer geholfen hat. Also sinnvoll, dass man es von Anfang an ein bisschen mitschreibt. Also da geht es nicht auf 1 Stunde genau, aber... Ja, aber wichtig, weil auf so einer Baustelle kann halt doch einiges passieren. Genau. Und dann am Ende zahlt keiner und das ist dann natürlich ein Stress, den man zu allem anderen Baustress dazu nicht auch noch braucht. Guter Tipp. Deine knapp 1200 Quadratmeter Grundstücksfläche, die sind draußen auch noch ganz schön gefüllt mit einer wunderschönen Terrasse. Die würde ich mir jetzt als nächstes gerne angucken. Dann schauen wir mal raus. Sehr gern.
ein Riesenbereich, wo es auch einiges zu sehen gibt, Kevin. Also seid ihr hier viel draußen? Sehr viel, ja genau. Mit dem Hund sind wir halt viel draußen, Ja. der läuft halt hier viel umeinander. Genau, dann haben wir halt hier, wie gesagt, die Terrasse überdacht, das haben wir auch gleich gemacht, weil sonst machst du es nie, wenn man es nicht gleich alles macht. Dann die Betonsäulen wollte ich unbedingt machen, die habe ich auch selber gegossen. Okay. Dann gucken wir weiter, gemauerte Grundstücksgrenze da dann auch und dann sehe ich da einen Ofen. Was ist das Genau, für ein das ist Ofen? ein Holzbackofen, da machen wir öfters Pizza drin, ein Brot kann man auch drin backen. Toll. Und dann geht es noch mal weiter. Genau, und da kann man noch mal dann sitzen. den Abend ein bisschen ausklingen lassen, sage ich jetzt mal. Da kann man dann Feuer machen, das ein bisschen warm ist jetzt, wenn es jetzt wieder kälter wird. Und wer mäht hier? Da ein kleiner Helfer, der Rasenmäherroboter, der Okay. macht da seinen Job perfekt. Ja, weil die Fläche, da bist du nur eine Weile sonst Da beschäftigt. bist man schon ein bisschen beschäftigt damit. Super. Jetzt haben wir unten alles gesehen. Es gibt noch einen ersten Stock. Den würde ich mir jetzt gerne noch anschauen. Wo wir gerade die Treppe hochlaufen, wir hatten ja das Thema Holz auch schon. Was ist denn das jetzt für ein Holz? Das ist Eiche? Das ist Eiche lackiert jetzt hier, wie bei den Möbeln unten. Da ist es halt geölt, aber hier jetzt lackiert, dass es halt ein bisschen robuster ist. Weil mit dem Öl, das müsste man jedes Jahr nachölen. Genau, und dann haben wir halt überall das Gleiche wie mit den Ablagen, dass das ein bisschen ein stimmiges Bild dann macht. Okay, hier habt ihr auch wieder den Steinboden. Genau, das ist der gleiche wie auch unten im Badezimmer. Auch wieder Fußbodenheizung. Genau, auch wieder komplett Fußbodenheizung im Ganzen, auch bei einem Duschbereich. Genau. Hier haben wir dann noch eine Badewanne in der offene. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich das Herzstück, was hier sofort ins Auge sticht. Genau. Die doch relativ großzügige, freistehende Badewanne. Und badet ihr hier viel? Nutzt ihr es viel? Uns wird sehr wenig genutzt. Das ist tatsächlich eher ein optisches Schmuck. Genau, genau. Wenn wir hier weiterschauen, wir haben hier relativ großzügigen Waschtisch. Was mir aber auffällt, ist, was man vielleicht in so einem Haus erwarten würde, wären so ein Doppelwaschbecken. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja unten auch noch ein Badezimmer und dann braucht man auch nicht zwei. Also wenn man parallel Zähne putzen will, dann kann einer unten. Genau, es geht auch mit einem Wasserhahn, kann man auch zu zweit. Was haben wir denn an den Wänden? Sehe ich überall dieses Weiße. Was ist denn das für ein Material? Genau, das sind auch nur Fliesen, das sind halt so 3D-Fliesen. Die sind jetzt weiß, sind die trotzdem so robust? Also bei den Duschbereich haben wir ja das Gleiche drin. Und wie gesagt, durch die Entkalkungsanlage habe ich da eigentlich keine Probleme damit. Ah genau, ihr habt die Entkalkungsanlage, Genau. das heißt Kalkflecken an der Wand sind bei euch kein Sehr großes wenig, Ding. natürlich hast du nie null, aber sehr wenig, genau. Wir haben ja von unten vorher den Endbereich des Wäscheschachs gesehen, wo die Wäsche ankommt sozusagen. Genau, und da haben wir einen Wäscheschacht, der wo nie voll wird. Der fällt genau gleich runter, dann kann man es gleich in die Waschmaschine rein und dann ist das alles erledigt. Muss man nichts runterschleppen. Ja, und es liegt nichts rum. Das stimmt, genau, ist alles aufgeräumt. Und diese Konstruktion, hast du die selber gemacht oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, den Wäschekorb habe ich so gekauft, den Boden nicht eingebaut und dann den einfach rein. Wir gucken hier noch ein Stück weiter zur Dusche. Da haben wir nämlich auch wieder diese schönen Ablage, die reingebaut ist. Und da finden sich auch wieder die Fliesen vom Boden sehr einheitlich und im Genau. gleichen Stil wie unten. Was verbirgt sich hier hinter? Aktuell der Abstellraum. Das könnte dann noch ein Kinderzimmer werden. Müssen wir dann mal schauen. Und dann muss halt der Dachboden oben ausgebaut werden. Ah, Das da habt ihr also einen Dachboden noch vorgesehen. Genau, der ist aktuell nur isoliert. Aber da müsste halt noch ein Bodenbelag drauf, dass man dann das ganze Gerümpel oben reinstellen kann. Und dann könnte man daraus ein Kinderzimmer machen. Da oben ist genug Platz. Da kann in der Mitte kann man drin stehen. Da hat es 2,20 Meter irgend so circa. Und dann geht halt die Dachschrägen gehen dann runter. Aber für das ganze Abstellzeug ist das kein Problem. Dann würde ich sagen, gucken wir noch mal in die weiteren Zimmer.
relativ minimalistisch eingerichtet. Ihr habt ein Bett, ihr habt einen Fernseher und was ihr aber noch habt, ihr habt hier eine Trennwand. Genau, und dahinter bewirkt sich ja die Ankleide. Das hat sich jetzt so ergeben, im Bauplan war da genug Platz noch dafür und das war so eine Ecke, so eine verlorene. Und dann hat sich das ergeben, dass man da noch so eine Ankleide einbaut. Genau, dass die ganzen Klamotten ein bisschen verstaut sind. Thema Beschattung. Es ist ja im Schlafzimmer ganz wichtig, dass es auch mal dunkel ist. Wie ist das hier bei euch im Haus gesteuert? Genau, die sind über Smart Home gesteuert. Da kann man das alles einstellen. Die fahren halt bestimmte Uhrzeiten oder wenn draußen heller wird, wärmer, dann fahren die auch zu. Bei Regen gibt es extra Sensoren und dann fährt das alles zu oder auf. Das heißt, ihr habt Solarsensoren und Wettersensoren, genau, jeweils an jedem Fenster außen dran? Nicht an jedem Fenster, an jeder Hauswandseite. Mhm. Und dann erkennt das System, genau, es ist sehr warm jetzt oder es hat starken Regen. Genau, und dann stellt es sich ein, ob die Rollos runterfahren soll oder rauffahren soll. Ein besonderes Schmankerl haben wir noch bei euch hier in eurem Haus, und zwar ein Traum von jedem Autoschrauber. Ihr habt in eurer sehr großen Garage eine Hebebühne drin. Die würde ich mir ganz gerne noch anschauen. Bist du ein Autofan oder wo hast du den Fokus so auf diese Garage? Nee, ich habe halt früher immer viel an Autos geschraubt, also heute auch noch, aber immer unter das Auto gelegt und so, und dann, das ist halt nicht das Wahre. Dann habe ich mir gesagt, wenn ich mal Haus baue, dann muss da eine Hebebühne rein, und das war halt Pflicht. Anders hätte ich nicht gebaut. Von vornherein die Anforderung an deine Haus? Das war die Anforderung dafür. Okay. So eine Konstruktion ist ja wahrscheinlich etwas umfangreicher. Das wird nicht die Standard-Garagenkonstruktion sein. Nee, genau, das war keine Standardgarage. Da haben wir am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Das wollten sie erst nicht so machen. Und dann haben wir mit dem Statiker reden müssen, weil eigentlich verläuft der Balken andersrum. Mhm. Aber ich habe gesagt, das ist Pflicht. Dann haben sie sich halt ein bisschen zusammengesessen und haben es das ein bisschen umgeplant. Und dann haben wir es am Schluss doch geschafft, dass die Hebebühne noch reinpasst. Es gibt immer Lösungen, ne? Genau. Genau. Und da hast du dann auch ein bisschen mehr investiert in die ganze Sache, eben weil es dir so wichtig war. Das war es mir wert. Ja. Können wir die Hebebühne eventuell mal hochfahren? Eine Frage noch, Kevin. Du kommst ja hier direkt von deinem Auto, von der Garage in dein Haus rein. Benutzt du die eigentliche Eingangstür überhaupt oder ist die nur Deko? Nee, die ist eigentlich, wie gesagt, nur Deko. Also ich fahre immer mit dem Auto hier rein, da hat man die Einkäufe, gleich alles rein. Mit Freunde kommen auch gleich von der Garage mit rein, die macht man schnell auf. Und nur fremde Leute kommen durch die Haustür. Ja, Kevin, vielen Dank, dass du uns heute dein individuelles Traumhaus gezeigt hast und wir dich besuchen durften. Sehr gerne. Ja, liebe Hausbauhelden, das war schon wieder unsere heutige Home-Tour. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr einen Link mit allen Infos in der Videobeschreibung. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal, am besten mit der Glocke, dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr.